Moin zusammen aus dem Wunderland. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, sind wir hier gerade am Bauabschnitt Monaco. Und was gehört zu Monaco? Die Formel-1-Strecke. Die ist hier 22 Meter lang und wir wollen hier ein individuelles Rennen simulieren. Das heißt, jedes Rennen soll anders ausschauen. Es soll echt realistisch ausschauen, wie sich die Autos auch gegenseitig überholen. Und Gerrit macht die Software dabei. Das heißt, er simuliert an seinem PC das ganze Rennen komplett fertig. Axel hat das Antriebsprinzip dazu entwickelt und die ganze Antriebselektronik. Und die beiden kommunizieren miteinander. Das heißt, Gerrit sagt einfach nur noch Axel, wo welches Auto hinfahren soll. Und Axel tut das Ganze einfach so umsetzen, dass das am Schluss einfach schön fährt. Vor 2,5 Jahren bin ich hier zum Formel-1-Team als Hardwareentwickler dazugekommen, um Axel zu unterstützen. Und was ich in diesen 2,5 Jahren gemacht habe, das seht ihr in dieser Folge. Also meine Arbeit besteht aus 2 Bereichen. Der erste Bereich ist es, die Teststrecke, die Axel auf seinem Platz hat, auf die große Anlage zu reproduzieren. Das bedeutet, die 22 Meter sind in 24 Teile unterteilt und jedes dieser Teile ist eine große Platine. Und die muss genau den Spezifikationen entsprechen, dass Axels Prinzip darauf eben funktioniert. Und das andere ist die Sensorik. Das heißt, Sensorik heißt bei mir immer so, es ist eigentlich die Ortung. Das bedeutet, die Aufgabe besteht darin, das Auto auf der kompletten Anlage zu orten und zu erkennen, wo ist es genau, welche Geschwindigkeit hat es nur einen kleinen Phasenversatz und damit sozusagen jeder kleinste Fehler, das heißt, wenn irgendjemand jetzt den Finger dazwischen hält oder mal das Magnetfeld zu schnell sich bewegt, aber das Auto nicht mitkommt durch die Trägheit, dass es eben erkannt wird und korrigiert wird und damit war es das. Wie bin ich zur Elektronik gekommen? Als Kind habe ich sehr gerne mit Fischertechnik gebaut und dann ist plötzlich ein neuer Nachbar gekommen, der richtig cool war. Der ist Elektroingenieur gewesen und gerade in Rente gegangen und von dem habe ich richtig viel krasses Zeug gelernt, so, weil ich meinte so mal, hey, kannst du mir mal eigentlich zeigen, wie ich meine eigene Elektronik zu diesem Fischertechnik baue? Und dann hat er sich da mit mir oft hingesetzt, so nachmittags, und hat mir einfach erklärt, so, hey, wie mache ich überhaupt einen Schaltplan, wie mache ich ein Timing-Diagramm, was ist überhaupt Digitaltechnik so, wo brauche ich denn das, an den Eingängen brauche ich auf einmal einen Pull-Up oder einen Pull-Down, damit da überhaupt das richtig funktioniert und richtig arbeitet, weil ich kenne es halt nur, ich mache einen Schalter dran und dann soll das funktionieren, aber dann hat das so richtig random Zeug gemacht. Und ja, das Ganze habe ich gemacht, wo ich 12 Jahre alt war und das war einfach, keine Ahnung, das hat mir richtig Spaß gemacht, dafür habe ich gebrannt. Und dann habe ich gemerkt, so hey, das möchte ich irgendwann als Ausbildung machen. So, dann würde ich euch mal sagen, zeige ich euch mal meinen allerersten Aufgabenbereich. Der besteht darin, dass mir Gerrit 24 Dateien gegeben hat und Gerrit hat sich ganz am Anfang diese ganz große Strecke, diese 22 Meter, in 24 Bereiche unterteilt. Und diese 24 Bereiche hat er wiederum in kleine Sektoren unterteilt. Und die Eckpunkte dieser Sektoren hat er mir eben in diese Dateien gegeben. Die Kunst ist es jetzt nun, aus diesen Daten eine Platine zu erzeugen, dass die Leiterzüge dort so angeordnet sind, dass letztendlich Axel mit seiner Elektronik da den Strom reinschießt und das passende Magnetfeld erzeugt, damit die Autos fahren können. Wenn wir uns mal so eine Platine anschauen, dann sieht man darin relativ viele Leiterzüge. Und diese Leiterzüge, wenn man mal genau hinguckt, sind in einer ganz bestimmten Anordnung, und in einem ganz bestimmten Winkel, oder Biegeradius teilweise. Und das alles mit der Hand zu ziehen in so einer Masse ist einfach schlicht und ergreifend unmöglich. Vor allem, dass es auch so genau ist und da am Schluss kein einziger Fehler drin ist. Dementsprechend war mir klar, ich muss da irgendeine Software zuschreiben. Eagle selber hat so eine eigene Programmiersprache, allerdings hat sich da dann irgendwann herausgestellt, so, das ist nicht so einfach, weil ich habe da nicht so die Debug-Möglichkeiten. Eine Debug-Möglichkeit ist in der Hinsicht, dass ich sage, hey, ich kann Schritt für Schritt meine Software durchgehen, um zu sehen, passiert das exakt, was ich möchte, von Zeile zu Zeile. Das heißt, ich gehe Schritt für Schritt meinen Programmiercode einfach durch und vergleiche, das will ich, was diese Zeile macht und das macht der Computer daraus. Das war da ein bisschen schwierig und habe ich daraus nicht wirklich sehen können. Da habe ich mir überlegt, dass ich eine bekanntere Sprache nehme, nämlich C. Und dafür gibt es eine ordentliche Entwicklungsumgebung. Ich verwende hier Eclipse, habe dann auch einen guten Debugger, dass ich live meine Fehler finden kann
und so halt auch überhaupt erst die Möglichkeit habe, ein funktionsfähiges Programm eben zu schreiben. Dieses Programm erzeugt eine Skriptdatei, die Eagle einlesen kann. Eagle hat einen Befehlssatz, mit dem ich zum Beispiel ganz genau sagen kann, zieh einen Leiterzug von Punkt 1 zu Punkt 2 mit einem bestimmten Winkel drin. Und aus Gerrits Daten mache ich letztendlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Eagle und gebe ihm hier einfach die Anweisung für, welcher Leiterzug in welcher Reihenfolge, mit welchem Abstand, mit welchem Winkel gelegt werden muss, damit am Schluss genau das rauskommt, was wir haben wollen. Und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Das, was ihr jetzt hier gesehen habt, dafür wurden also habe ich extra Programme geschrieben, die eben diese Skripte automatisch schreiben. Aber jetzt kommt ziemlich doofe Arbeit, die ziemlich stumpf ist, nämlich das Ganze muss jetzt per Hand fertig gemacht werden. Das bedeutet, die Stecker muss ich anschließen, ich muss die Sektoren gruppieren, also sagen, hey, wie passen Sektoren sinnvoll zusammen und welche könnten zusammen auf eine Platine geschlossen werden. Ich muss Masseflächen dazu erstellen, die Beschriftung da oben drauf zeichnen, damit am Schluss eben auch die Elektroniker das Ganze verdrahten können. Und das mache ich jetzt mal und danach sehen wir uns wieder. Wie bin ich zu der Leidenschaft mit den Mikrocontrollern gekommen? In der Ausbildung war das. Und zwar, da war gerade die Umstellung auf ein Arduino und das ist ja eher so ein Spielzeug. Ich wollte aber das richtige Mikrocontroller programmieren lernen mit Assembler. Und was passiert in diesem kleinen Mikrocontroller drin? Und wie exakt passiert da alles? Weil es ist so faszinierend, dass man einen Chip programmieren kann, der alles genauso macht, wie du es willst. Zum Beispiel, wenn du LEDs draus anschließt, lässt er da so ein Lauflicht machen. Das war für mich richtig faszinierend. Das Allerfaszinierendste war, dass ich überhaupt ganz am Anfang eine LED zum Leuchten gebracht habe. Das war so, oh mein Gott, ich habe das erste Mal in meinem Leben eine LED zum Leuchten mit einem Mikrocontroller gebracht. Und am Schluss, oh mein Gott, ich habe sie jetzt blinken lassen. Und oh mein Gott, in meinem eigenen Takt, jetzt mache ich es schneller. Und irgendwann so, jetzt ist ein Lauflicht da, wie cool ist das denn? Oder es geht hier so auf und ab, so Pendeldings. Und dann vor allem am Schluss noch, irgendwann zu sagen, hey, ich gebe jetzt Daten auf dem Computer aus. So von dieser kleinen Elektronik, die ich mal selber entwickelt habe, kommt das auf den Computer. Wie geil ist das denn? Also, ich war die letzten 3 Tage dabei, diese Platine mit mühseliger Handarbeit fertig zu machen. Und wie ihr seht, sind hier alle Stecker schon mit den Sektoren verbunden. Wenn wir uns hier zum Beispiel jetzt einen Sektor mal angucken, seht ihr, links unten ist die Einspeisung für den Erstlayer. Der erste Layer ist dafür verantwortlich, dass die Autos vorwärts fahren können. Und hier oben rechts in der Ecke ist die Einspeisung für den zweiten Layer. Und im zweiten Layer wird das Magnetfeld erzeugt, damit die Autos den Spurwechsel machen können. So, und überall, wo eine Einspeisung ist, muss der Strom auch irgendwo zurückfließen können. Das läuft über die Masse. Wir haben hier sozusagen so richtig große Masseanschlüsse, die auf die Platine zurückgehen. Und das bedeutet, jede Platine hat ihren eigenen Masseanschluss. Jede Platine kann 16 Sektoren ansteuern. Und für diese 16 Sektoren habe ich hier eben die habe ich hier gruppiert, also eine große Massefläche erzeugt. Und was noch dazu kam ist, ich habe jetzt hier an der Seite noch Gewindebuchsen eingefügt, die verhindern, dass bei der Montage der Leiterplatten sich diese nach oben wölben, dass wir sozusagen hier keine unnötigen Kanten haben, an denen die Autos hängen bleiben, weil das wäre beim Rennen einfach doof. Zu guter Letzt darf auf jeden Fall die Beschriftung da nicht fehlen, denn die Elektroniker hinten, die das Ganze einbauen, müssen genau wissen, wie sie das verdrahten sollen. Und deswegen bekommt jeder einzelne Stecker seine Nummer, mit der er eindeutig identifizierbar ist. Und da steht eine 47 daneben, das heißt, diese Sektoren sind auf Platine 47 angeschlossen. Jetzt ist aber noch der Kniff drin. Gerrit und Axel müssen am Schluss ja auch wissen, welcher Sektor mit welcher Platine verbunden ist und an welchem Stecker, mit welchem Cluster. Und Gerrit und Axel brauchen natürlich noch viel mehr Informationen. Das heißt, die müssen zum Beispiel auch noch wissen, wenn man so einen Sektor sich anguckt, wie viele Leiterzüge hat das hier überhaupt und mit welcher Phase geht es hier überhaupt los? Weil Axel muss ja exakt anknüpfen, wenn ein Auto von hier kommt, geht es vielleicht hier nicht mit Phase 1, sondern mit Phase 3 weiter.
weil jeder Sektor hat ja eine unterschiedliche Anzahl an Phasen. Und das müssen Axel und Gerrit alles wissen, damit die Autos einfach schön flüssig fahren. So, und mein zweiter Aufgabenbereich ist die Sensorik. Das ist die Ortung der Fahrzeuge auf dieser Formel-1-Strecke. Da bin ich noch am entwickeln. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut einfach mal in die letzte Folge von Gerrits Tagebuch. Der Link dazu ist in der Beschreibung. So, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und es war nicht zu technisch. Und für die anderen von euch war es technisch genug. In dem Sinne, habt einen ganz wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao.